Nein, nein, Alter. Du kaufst Marlboro-Zigaretten, dann kriegst du Punkte, die wahrscheinlich in diesen Packungen drin sind. Und dann kannst du die einlösen gegen so ein Ding. Wir schauen uns wieder ein Video an zu Collectors Editions. Diesmal, beziehungsweise hier steht schon wieder was anderes, aber ist egal. 10 Most Bizarre Special Edition Consoles. Consoles? Konsolen? Ich dachte, es geht hier um Collectors Editions. Naja, wir schauen mal rein. Let's go. Los! Oh, wir haben keinen Ton. Moment. Vollgas. Untertitel. For many of us, a console is a means to an end, a functional, drab-looking hunk of plastic that takes up an unassuming place on your TV stand, modest enough to let the games themselves. Okay, dann geht's hier wirklich um Bizarre Konsolen Edition. Aber da frage ich mich, welche Konsolen sollen denn bizarr sein? Also die Bundles, die es sonst gab, also die Special Editions. Ich kenne diese eine Pokémon von N64, die ist bizarr für mich. Aber gucken mal. Hard work and dedication of our game-carrying workhorses, we want our console to be the star of the show. Special Edition. Ja, solche Special Edition, weiß ich nicht, Minecraft. Rare issues, anniversary releases, mod shop customs. Was ist das denn, Alter? Das sieht ja krass aus. Converted cars, for goodness sake. There are dedicated collectors out. Oh, guck mal, hier. Also, wenn sowas kommt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das hat ja dann nicht mehr viel mit, das hat ja nichts mehr mit Collectors oder Special Editions zu tun, sondern das ist ja ein Mod. Ne? To incredible lengths to find or create a console that's more art installation than humble hardware. The degree of customization nowadays is mind-boggling for consoles, controllers, peripherals, you name it. Even the creators of said consoles are feeding the public's hunger for personalized accessories with the likes of Microsoft's Xbox Design Lab and Nintendo's themed goodies. Kannte ich gar nicht, dass Microsoft so ein Dingselbumsel hat. Made of actual gold. More on that later. Not that this is a Ja, da kommt wieder diese Wii? Ich glaub, phenomenon, Wii-Konsole, however. ne? Companies have been throwing their brand name onto peculiar hardware designs for decades, whether or not the brand itself has any relevance to the gaming industry whatsoever. But that's how it goes, I'm afraid. Sony, Nintendo, Microsoft build something popular and the marketing teams shall come to peddle their garish wares. Ja gut, wenn dann irgend so ein Verein da eine Konsole anders anmalt, dann ist es für mich auch nicht so eine Special Edition. Ja, dann ist es für mich eher so ein, ja, so was anderes halt. And sophistication be damned. So, on that note, let's put on our artsy turtleneck. Aber ich bin mal gespannt, was er uns gleich zeigen wird, weil er labert ja noch und es ist ja noch das Intro. At some of the strangest branded consoles. So, wie lange labert er noch? Jetzt geht's los. And these are the 10 most bizarre special edition consoles. Na dann los. Number 10, the Audi R8 Xbox R8 One. Xbox One. If you're the kind of petrol head Das ist kein Audi, das ist ein Rolls-Royce. whose dream house is just a Ich glaube, der blendet immer irgendwelche Autos ein, Alter. Und guck mal, da von Pixabay ist zum Beispiel dieses Bild. luxury Steht oben car rechts. showroom with a small bathroom on the side, this specimen is sure to rev your engines and moisten your dipstick. The Audi R8 themed Xbox One was given away as a competition prize to celebrate the release of So sieht die aus, Alter. Habe ich noch nie gesehen. 2016 habe ich noch nie gesehen, Alter. Gut, ich interessiere mich jetzt auch nicht so für Xbox, ne? Aber sowas wird doch mal irgendwie gezeigt oder so. Das sieht man doch mal irgendwo. Ich meine, irgendwo. Ich meine, ich habe schon so viel gesehen irgendwo. Irgendwo. Wo? Boring old bangers, they truly are. Yes, especially you, combi VHS DVD player that's aged about as well as a Geo Metro. Only 3 of these ostentatious, 3 Stück gab's. ostentatious Audi boxes were manufactured, and the competition itself was only available to German fans. Nur für deutsche Fans gab's das? Und dann habe ich das noch nie gesehen? Das kann doch nicht sein. On rarity alone, this weird bit of kit at least sparks curiosity.
but even 3 of them was arguably too many in the first place. It's gaudy, it's bombastic, and it's very, very red. It's the gaming equivalent of having a racing car bed because you just love vroom vrooms so darn much. And it certainly feels like the design was conceived Gut, dass ich nie so ein Racing-Bett haben wollte. Also, so ein Autobett als Kind. Ich glaube, manche Erwachsene haben das noch, weil die komplett durch sind. Having said that, at least the Audi guys had a go at creating a uniquely shaped console, rather than just reskin. Aber da muss ich sagen, das ist jetzt auch keine Konsole, die du so kaufen kannst. Ich meine, ich kann mir auch eine Xbox holen und ein Trabi und dann lege ich die da in den Motorraum rein oder in den Kofferraum und verkabel das und sage, das ist jetzt eine Special Edition. Ist für mich halt überhaupt nicht. Usual model, adding yellow trim and a badge and claiming it's a Lamborghini, honest. Lamborghini? Okay. Game of Thrones Xbox One. Ich glaube, wir werden jetzt nur Xbox-Konsolen sehen. Game of Thrones Xbox One. Weil keine andere Konsole gibt's so oft. Ist so oft verfügbar, sage ich jetzt mal, weil niemand eine Xbox haben will. Those who watched Game of Thrones and those who also watched Game of Thrones but made labored. Ich wollte mal eine Xbox haben, aber ich glaube nur wegen einem Spiel. Kinds of people analogies about watching Game of Thrones. The point is, Game of Thrones is popular, right? That's what I'm getting at. Players of all kinds of Oh, guck mal, eine PS4 Game of Thrones, aber das ist doch Aufkleber, oder? Games have gotten down with throne feet. Das sind doch irgendwelche Aufkleber. With no end of console decals and skins available with which to sully your Decals. console, or unsully it, if you will. Perhaps the most outrageous we've Apropos Game of Thrones, ich wollte eigentlich mal gucken, bei welchem Streaming-Anbieter das verfügbar ist. come across, however, Bis heute nicht is geschafft. this beauty. Not only does it look absolutely Hä, ist die echt, Alter? absurd, Gar nicht so with schlecht the aus, ne? 3 iconic sun rings stuck to the box, but the inlays on the console and controller look about as ergonomically pleasing as the Iron Throne itself. We get it. Geht's da um das You play Spiel this Game game, of you Thrones? win Weil or das you Spiel soll ja irgendwie die, richtig kacke but there's sein. no need to shred our hands open in the meantime. Also ist irgendwie wirklich Just give kacke. me a clean death at the end. Only 6 of these designs were ever produced, given away 6 to Stück French gab's da. audiences after Game Aber nur für Franzosen. of Thrones Season 6. Try Für Staffel 6. We couldn't Aha. find any real Dann ist es ja noch gar nicht so lange her, oder? world Ich glaube, das gab nur 6 Staffeln. footage of this one, sadly, so we hope these actually exist somewhere and haven't just been made up, like Grumkins and Snarks and White Walkers. Pull the other one. Oh, Jesus! Number 8, the Marlboro Atari Lynx Handheld. Marlboro Atari Lynx Handheld. Es gab ein Atari Handheld, Alter? Wann gab's denn ein Atari Handheld? Back in the early 90s, gaming was still very much perceived as being for Geiler Handschuh, Alter. kids, so it was an obvious market for a cigarette conglomerate, right? They do say Das war eben bei einer get Lieblingssendung them im hooked while Übrigen. they're young, but this is absurd, even for those days. This branded version of the ill-fated Abenteuerteam. Das ist ja auch deutsch, Alter. Atari Lynx handheld had Marlboro plastered all over it, promoting the German Marlboro Adventure Team logo. Deutsches Marlboro Abenteuerteam Logo. Available as part of a giveaway after collecting points from buying packs of smokes. Nein! Nein, Alter! Du kaufst Marlboro Zigaretten, dann kriegst du Punkte, die wahrscheinlich in diesen Packungen drin sind, und dann kannst du die einlösen gegen so ein Ding. Ich glaube, das ist so ein. Das ist doch kein Atari, Alter, oder? Na gut, Atari, die Spiele damals sahen kacke aus. This Also big jetzt. red unit even came with Das an ist so ein inbuilt ganz einfaches game, Spiel, ne? Marlboro Go, a short, repetitive motorcycle racer which existed solely to put the brand name in front of as many impressionable gamers as possible. This is truly a relic of a bygone age of dubious marketing, where cigarette companies like Marlboro would attach their name to everything from streetwear to motorsport, and quite fittingly, Da ist das Ding, guck mal, links Atari. handheld that Wahrscheinlich died Ende der 80er a oder so very early rausgekommen. death in 1996. Oh! Ach so. Early Death in 1996. Okay, dann war es schon vorbei. Turns out smoking really does kill. Number 7, the MTV Game Cubes.
Remember MTV MTV's glory GameCube? days? The music turned pop culture GameCube channel war that put Nintendo, out ne? bafflingly popular shows like Pimp My Ride, Also ich hatte nie einen Gamecube. Cribs and Jackass was pretty hip back in the 2000s, or Wie sieht er denn aus, Alter? Das dauert bestimmt lange, bis du so eine Frisur hast. so people Voll der Emo, ey. Das ist voll tätowiert hier, überall Sterne say. In tätowiert. fact, I don't think anyone said Und er ist eher der Metaler. Metaler. the word hip. Und er ist eher der Their Punker, ne? obsession with R&B music videos singing about hoes and ghost riding the whip, the perfect games console partner that was a natural Die Spiele damals waren so strange. match in style and tone was Ich bin echt froh, dass es das nicht mehr gibt, the ey. Nintendo GameCube. Obviously, the GameCube's now cult status was much different at the time, competing with the Hatte ich nie. Ich hatte die PlayStation, Alter. Frankly, Ich hatte irgendwas anderes zu dieser Zeit vor. Wann ist das Ding Ja, rausgekommen? 2004 hatte ich einen PC. Hatte ich auch eine PlayStation. and Xbox, which might explain Aber ich habe nicht viel Nintendo PlayStation damals ditching gespielt. their squeaky clean image in favor of Ja. bizarre MTV Oh, tie-ins. das ist er? Oh, geht doch eigentlich, ne? Unfortunately, these Oh, es gibt noch mehr, guck mal. Canadian Marble Wood Edition, Camouflage Edition, Snow White Metallic, truly obnoxious Oh. designs probably caused Paul Smith Edition, Snow White Metallic Edition. more harm than good to the brand, along with permanent damage to Ich stelle mir da immer diese Leute vor, die diese herstellen müssen. Ja, ist ja nicht so, dass du einfach so ein Design bekommst. Ne? Dann wird gesagt, hey, geh mal los oder bestell mal 20 Gamecubes. your retinas if you looked at them for too long. Possibly the Okay. worst offender is Canadian Maple, making the poor cube look even more like an oversized paperweight. Looking back now at this rebellious teen phase of Nintendo, the quote edgy adverts and MTV partnerships really just leave us feeling like we've all been punked. Number 6, the Suzuki SX Box Was ist eine SX-Box? 360. Good name. Sometimes a couple of decal stickers or a Auch eine slightly Xbox. different paint job just won't do. Sometimes you just need to gut an entire car and stick a controller in the wheel and take up the entire boot space. with Ey, an sowas HD wollten wir damals auch machen. Wir wollten eine PlayStation 1 oder 2, ich glaube eher die 2er, wollten wir in unser Autos haben. Mit so einem Display. Aber die Displays, die waren ja damals mega teuer, ne? So 2001, 2002 bis 2004, sag ich mal, wo ich da ein bisschen in dieser Tuning-Szene mit drin war. Also ich war nicht wirklich drin, sondern habe halt versucht, mein Auto selber umzubauen. telly. Hang on. Und da war we still sowas, ja, sowas hier zum Beispiel, wo halt das einfach dieser Bildschirm da rauskommt, ne? Wie bei The Fast and the Furious. Sowas wollte man haben, wollte einfach eine PlayStation im Auto haben. Warum auch immer. Ja, TV, this sounds like Pimp My Ride to me. ja, Pimp My Ride, die Oh, haben no, das gemacht, no, there Alter. it Die is. haben einfach ein Auto umgebaut, ja, und dann war da auf einmal ein Display und eine PlayStation 2 drin. It's a real thing. Sorry, Grandma, no space for shopping, but at least you can play GTA. Oha. That's your favorite, right, Gran? This insane console/concept car hybrid is the Suzuki SX box. See what they did there? Featuring Ja, a wir wollten natürlich keine dashboard Xbox integrated drin haben. Xbox Oh Gott. 360 and an internal digital projector to display your game on the retractable hood. It also has force feedback front seats. Wo genau war jetzt die Xbox drin? War die dazwischen oder war die vorne am Armaturenbrett? Weil da hinten sind auch noch 2 Controller. Und wo war der Monitor? Additional wireless controllers for if you hate the awkwardly placed Guck mal, da vorne ist doch eine Konsole, oder? Oder sieht das nur so aus? wheel Optische Täuschung. controller, which Optische we all Täuschung. would, and full surround sound. Suffice to say, this car isn't road legal. Then again, I suppose this counts as a mobile Warum ist das nicht gaming road legal, device, Alter? in a way. Might be a super dangerous one, no question, but it's probably still better than the Atari Lynx. Number 5, Tommy Hilfiger Game Boy Color. Das hatten wir eben the schon, oder? Tommy Hilfiger Game Boy War in der Color Vorschau just zu gets sehen, weirder glaube and ich. weirder. Back in our childhood days, we don't remember many kids running around the playground in Tommy Hilfiger polos and Ich hatte noch nie was von Tommy Hilfiger. Noch nie, Alter. designer chinos. It was more light-up Heeley trainers and backwards caps. Aber es gibt für Maybe we alles just gibt's didn't go to irgendwann the eine right Zeit, ne? schools, or maybe this partnership between Nintendo and Tommy Hilfiger Das ist doch ein Witz, oder? Ein Partnership zwischen Tommy Hilfiger und Nintendo? completely missed the mark. Place Ist doch your own Quatsch, bets oder? in the comments below. I don't know whose idea this actually was, but clearly
Den gibt's wirklich, Alter. Stell dir mal vor, den hast du original verpackt. They didn't get Millionär. the memo Direkt that Millionär, the Game Alter. Boy Color wasn't a fashion statement, it was a way of life. Nobody cared who you were wearing. They cared about who was willing to trade you their rare Porygon because you'd had enough of those bloody slot machines. Nevertheless, this special edition Game Boy Color was released back in 1999 as part of a promotion where you could get a discounted 1999. price of only $57.50 after a minimum spend of $50 on children's Tommy Hilfiger clothing. That is. Also wenn ich Klamotten kaufe von Tommy Hilfiger im Wert von $50, dann kriege ich den Gameboy für $57,50? Das ist aber ein Schnäppchen. So, if you were from the kind of hard-up family that couldn't afford a Game Boy Color without a promotional discount, but would also buy really overpriced children's clothes that you would grow out of in 6 months, then you too could take advantage of this very special offer and own the playground with your trendy handheld. Gameboy Color, Alter. Das muss ich mal reinziehen. Gameboy Color. Wenn ich mir dieses Spiel da gerade angucke, das wahrscheinlich Pokémon ist. Also ich habe überhaupt nichts mit Pokémon am Hut. Gar nichts. Auch nicht mit diesem Digimon-Kram. Nothing, Alter. Ich kenne mich null aus. Und wenn ich mir das kaufe, dann nur, um es wieder teuer zu verkaufen. Ansonsten habe ich mit Pokémon und diesen Karten und diesen Spielen, da war ich schon weiter weg. Da habe ich schon das geile Zeug gespielt, Freunde. Gran Turismo. Wir haben Gran Turismo gespielt, Alter, und nicht Pokémon. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Nintendo of America, and I'm quoting now, both companies tailor to the trendsetters who dress to impress and enjoy interactive entertainment. Is there a major untapped crossover between those two demographics? Who thought of this? Number 4, the Panasonic Q GameCube. Schon wieder ein GameCube? Die haben noch gar keine PlayStation gezeigt, ne? It's another appearance for the GameCube. Also das ist der GameCube. Das ist, glaube ich, die Nachfolgerkonsole vom N64, oder? Stimmt das? Ich weiß es nicht. Also ich hatte einen N64 und nach dem N64 hatte ich eine PlayStation. Und dann war ich raus aus dem Nintendo-Game. Well, kind of. Remember when we mentioned their lukewarm launch and stiff Hier, PlayStation 2. Sony and Microsoft. Well, in the wake of that, this little cube got a little bit self-conscious about its lack of features, notably that it couldn't play chunky DVDs in its laughably small micro disc slot. Hey everyone, look how tiny it is. Oh wait, no, that's glass houses. Konnte man auch große CDs abspielen? Daneben wird doch eine große CD gezeigt, oder? So, Nintendo got Panasonic, who had developed the proprietary disc reading system for their main console, to beat up the bigger kids. Oh no. Main console to beat up the bigger... Sorry, to create a new age DVD compatible machine, it says here. While technically the Hä? Das ist jetzt ein DVD-Player? Und das ist auch gleichzeitig ein GameCube, oder was? Q was a completely new console rather than a limited edition modification. It was only available in Japan and sold less than 100,000 units. Small change compared to the 21 million official GameCubes shipped worldwide. But semantics Ist aber auch nicht so viel, ne? 21 Millionen Konsolen. aside, just Ich weiß gar nicht, was die PlayStation, die 1, look wie at oft this die verkauft specimen. worden ist, aber It's like a oft, ne? GameCube got it on with an early Ich glaube, es gab ja vor ein paar Jahren die 500 Millionen Edition, die ich im Übrigen auch habe. Ja. Leider ein bisschen vom falschen Unternehmen gegradet, sage ich jetzt mal. Aber ja, die habe ich auch. Und diese 500 Millionen steht ja insgesamt für alle Konsolen, glaube ich, PlayStation 1 bis PlayStation 4. Insgesamt die Konsolen, die verkauft worden sind. Also 500 Millionen Edition. 2000s hi-fi. So habe ich das verstanden. Bonkers block of hardware featured dialogue boosters and cinematic mode buttons, full surround sound support, and of course, those trademark handles. Oh, lovely. Number 3, the Coca-Cola Game Gear. Coca-Cola Game Gear ist ja Sega, ne? Anfang der 90er müsste es Game gewesen Gear. sein. Since Coca-Cola have a habit of putting their name to literally anything, from summer bathing suits to Bluetooth speakers to Ja, die haben alles gemacht. Christmas trucks, Die haben alles gemacht, we're Alter. really not surprised that this Coke-themed Game Gear, Sega Alter. Den wollte ich damals immer haben, ey. Den fand ich so cool, weil der auch so groß war. Also damals war es cool, wenn du große
Handhelds hattest. Die mussten nicht klein sein. Gameboy Pocket oder so ein Scheiß. Da ging es um Game Gear, Alter. Da muss fettes Gerät, Power, Farben und Zeug, ne? Decades, surely they could have picked a better console to do a brand deal with. Unleashed on Japanese audiences in 1994, this game 1994 gab es noch ein Game Gear. Das ist krass, das wusste ich jetzt nicht. number was both an eyesore Und das Ding ist ja, das Display ist ja auch so klein, ne? Das ist ja ungefähr so groß wie vom Game Boy, glaube ich. Ne? and an eye strain, what with that ridiculously tiny screen. Not only did it feature a vast library of the Game Gear's finest titles like Sonic and Sogar bunt, Alter. Geil. Wusste ich gar nicht, dass das... it was also home to Coke's very own lovingly Ja, was gibt's noch für Spiele da? Coca-Cola Für Game Gear, ne? Kid. Oh, move over Pepsi, man. We can almost hear the marketing team smugly discussing how players would be able to quench their thirst for adventure, if adventure means mediocre side-scrolling action, disappearing clothes, and induced epilepsy. It's fair to say Coca-Cola backed Das war das Spiel für Coca-Cola, das war wahrscheinlich mit dabei, ne? with this ill-fated Was das kostet, Alter. Was das gekostet hat, dieses Spiel zu entwickeln. Und dann noch zu branden. handheld, though ironically, this relic of poor PR is actually in very high demand these days, fetching prices online of up to Oha, guck mal, mit richtiger Verpackung, Alter. 819. $799. Oh, holidays are coming. I don't know why. Ist jetzt nicht so teuer, ne? Number Also two. wenn da alles original dabei ist, finde ich das nicht so schlimm. So, Sneaker Pimps Nike NES Konsole. I mean, that's just words. What is Sneaker Pimps Nike NES console? NES, ich sag immer NES, Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich NES sage. Das heißt eigentlich NES. Sneering comments from graphics Aber NES ist ja auch schon 130.000 Jahre alt. snobs. Ha! Was this game played on a potato? Well, obviously not. That would be ridiculous, wouldn't it, Mr. XX 4K Blaze It XX? You can't run memory-intensive interactive software on a spud. But a shoe, on the other hand, that would be perfectly reasonable, apparently. Das sieht doch ganz geil aus. Da wüsste ich mal gerne, was die This kostet. unorthodox choice of footwear turned hardware comes courtesy of late 90s trip-hop band Sneaker Pimps, who announced their entry into the portable gaming market at the end of their 2007 US tour. Now, unfortunately, information and footage are thin on the ground for this oddity, save for a few pictures taken at the time. Hence Geiles why we're Spiel. padding this out with Hier, some das retro ist das footage NES-Spiel of überhaupt, famous ne? 8-bit NES-Spiel. But you know, that's a real shame because Hat das wirklich so funktioniert? Gab es da wirklich diese there's Edition? so much potential for this console, from entertainment while you Oh, das ist doch geil, das Ding. Dieses Teil da zum Laufen. gaming fashion shows. Oh, Er lag da voll just drin, ne? think of the possible dad jokes. Ich kann mich nicht bewegen, Bruder. What's Mario's favorite kind of shoe? Anyone? Platform. Wer hat das denn nicht gespielt, dieses Spiel? Das ist ja Pflicht. In fact, you might say the information's so thin on the ground for this console that we're not even sure if it actually runs. Okay, sorry, let's just go on to the last one. And number one, the Nintendo Wii Supreme. Nintendo Wii Supreme. Also, wenn das wieder so ein Ding, wenn das Ding ist in Gold, dann I teased it finde ich earlier. das nicht besonders. Feast your unworthy eyes on the most expensive games console ever Zeig mal, ist das die goldene? The Wahrscheinlich, ne? Nintendo Wii Supreme. This is no mere slab of plastic. Also, das hat für mich This nichts is a mit einer solid Special gold Collection. Statement of excess and extravagance. Slathered in 2,500 grams of 22-karat gold with diamond-encrusted buttons, only 3 of these consoles were ever produced, putting them in a very exclusive club of jet-setting billionaires who inexplicably also have a soft spot for Wii Mein sports. Gott, ey. Again, I don't think the demographic crossover really exists. Eine It's vergoldete an Wii. unexpected move. Gab es im Übrigen auch bei der PlayStation. Ich glaube, PlayStation 5 sogar. From a normally quite humble games company, but incredibly, this gaudy piece of kit isn't even the first time Nintendo have gone gold. Aber das ist ja kein richtiges Gold. Das ist ja nur Farbe. The 2004 Special Edition Game Boy SPs came with the promise of a golden kit, where you stood a chance of winning a solid gold-plated version Geil. of the console. Und wer hat die Though gewonnen? this is a mystery in itself, as no known
winners ever came forward, with many believing it to be an elaborate hoax. Judging this, Es könnte aber auch sein, dass dass jemand die original verpackt gelassen hat und da drin dieses Ticket ist. page selling. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie rausfinden? Könnte man irgendwie diese Konsole durch so einen Scanner schicken und dann sieht man das? Keine Ahnung. Right. Okay, everyone settle down. The price tag of £299,000 299.000 Pfund? would suggest this one is very much Die sind ja irre, grabs. Alter. We're tempted, but you might have to support us on Patreon first. In fact, let's do the outro. Ja, And ja, that's ja. our list. Okay, But what ich did glaube, we das miss Video ist out? vorbei, Let das me know in the war's. comments below. Das waren Follow die myself and TripleJump on 10 Twitter most here. bizarre And if you wanna Special Editions. support- Also so bizarr fand ich das jetzt gar nicht. Naja, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall war es ein gutes Video. Ich fand es mal wieder gut. Daumen hoch, abonniert haben wir den Typen eh schon. Genau, alles klar.